Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir köstliche, gesunde Donuts her, die ohne Weißmehl und Zucker auskommen, die man hinterher noch mit einer leckeren Schokoladenglasur versehen könnte und mit Kokosraspeln, Sesamsamen oder Nüssen bestreuen. Die Donuts sind einfach herzustellen, benötigen nur wenige Zutaten, schmecken extrem köstlich, Mashallah, sind dabei auch noch gesund. Und sie sind im Geschmack und vom Aussehen her von herkömmlichen ungesunden Donuts in keinster Weise zu unterscheiden, während sie unserer Gesundheit dabei sogar noch zugutekommen. Mashallah. Und wie man diese herrlichen Donuts herstellt, das zeige ich euch jetzt, inshallah. Das Einzige, was wir dafür anschaffen sollten, sind diese Silikonformen. Die sind jedoch günstig zu bestellen, den Link dazu werde ich euch in der Infobox mitteilen. Zuerst werden wir diese mit geschmolzenem Butterschmalz, also mit Ghee, einstreichen. Dann geben wir in eine Schüssel hier Bio-Kokosmehl, außerdem gemahlene blanchierte Mandeln. Als nächstes kommt Xylit hinzu, dann eine Prise Himalaya-Salz, ein Teelöffel Backpulver. Dann vermischen wir das kurz mit dem Schneebesen, um alle Klümpchen hier zu entfernen. Und dann kommt jetzt geschmolzene Butter hinzu, natürlich Bio-Weidebutter, ein Päckchen Vanilleextrakt. Dann kommen noch 2 Bio-Eier hinzu und dann werden diese Zutaten erstmal kurz mit dem Schneebesen hier durchgerührt. Und als nächstes kommt dann Bio-Schlagsahne hinzu, sowohl der flüssige als auch der feste Teil davon. Und sobald wir das noch hinzugefügt haben, dann werden wir mit dem Schneebesen alles gründlich hier durchmischen. Denn das waren auch schon alle Zutaten, was jetzt die hellen Muffins betrifft. Sobald wir die zu einer homogenen Masse verrührt haben, kommt dieser Teig in die Muffinformen. Allerdings solltet ihr nicht den gleichen Fehler wie ich begehen und die Muffinformen nicht bis ganz oben hin füllen, sondern einen halben Zentimeter vom Rand freilassen, damit sich die Muffins beim Backen schön ausdehnen können. Jetzt geben wir wieder die gleichen Zutaten wie vorher in die Schüssel, und zwar Kokosmehl, blanchiertes Mandelmehl oder vielmehr blanchierte gemahlene Mandeln, Xylit, ein gehäufter Teelöffel Backpulver, eine Prise Himalaya-Salz, kurz alles mit dem Schneebesen verrühren, damit keine Klumpen entstehen, dann ein Päckchen Vanilleextrakt und dann kommt die einzige andere Zutat hinzu, und zwar Bio-Kakaopulver. Das wird hier mit einem Sieb kurz durchgesiebt, damit keine Klumpen entstehen und mit den restlichen Zutaten verrührt, bevor jetzt die flüssigen Zutaten hinzukommen. 2 Bio-Eier, wieder diese Bio-Schlagsahne, dann geschmolzene Bio-Weidebutter wieder. Und das waren auch schon alle Zutaten. Alles wird wieder richtig gründlich durchgemischt hier mit dem Schneebesen, bis wir eine homogene Masse erhalten. Und daraus entstehen dann unsere Schokoladenmuffins. Sobald wir einen homogenen Teig erreicht haben, kommt dann dieser hier in die andere Muffinform. Und auch hier sollte wieder ein halber Zentimeter vom Rand her freigelassen werden, damit die Muffins hinterher nicht überlaufen beim Backen. Für diese Teigmenge dieser beiden Muffinsorten wäre dann eine dritte Form vonnöten. Die Silikonformen liegen auf einem Backblech und dieses kommt jetzt in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius Ober- und Unterhitze und wird so lange gebacken, bis die Muffins eine goldbraune Farbe erlangt haben, wie hier zu sehen. Und hier sehen wir jetzt deutlich, dass die Muffins eben leider übergelaufen sind beim Backen. Deshalb müssen wir das, was jetzt hier übergelaufen ist, abschneiden, damit es halt hinterher schöner aussieht fürs Auge. Dem Geschmack und der Konsistenz hat es natürlich keinen Abbruch getan, aber trotzdem sollte man das natürlich dann hinterher abschneiden. Aber wenn ihr es dann richtig macht, wie ich euch angewiesen habe, indem ihr eben einen halben Zentimeter freilasst an dem Rand, wird das nicht passieren. Ja, und das ist das Ergebnis von diesen köstlichen Muffins hier. So sehen die aus. Die sind richtig köstlich, die schmecken extrem lecker und man kann überhaupt keinen Unterschied zu herkömmlichen Muffins feststellen. Und wie ihr seht, bestehen sie aus lauter gesunden Zutaten, Mashallah. Zum einen haben wir darin die gesunden blanchierten Mandeln in gemahlener Form. Mandeln sind viel gesünder, als man denkt. Sie sind vitamin- und mineralstoffreich. Sie senken den Cholesterinspiegel und reduzieren das Herz-Kreislauf-Risiko. Hinzu kommt auch, dass Mandeln ein basisches Lebensmittel sind, Mashallah. Und was das Mehl der Kokosnuss betrifft, so ist es bestens bekömmlich für Menschen mit Zöliakie oder einem empfindlichen Verdauungssystem. Kokosmehl entsteht übrigens, wenn frisches Kokosnussfleisch getrocknet, entölt und schließlich zu feinem Mehl gemahlen wird. Um die leckeren Muffins jetzt mit einem Schokoladenüberzug zu überziehen, geben wir dazu diese Stevia-Schokodrops in eine kleine Schüssel und fügen dazu den festen Teil von der Bio-Schlagsahne hinzu
Und später hatte ich dann auch noch etwas von dem nativen Kokosöl hinzugegeben und das Ergebnis war dann das hier. Das hatten wir dann geschmolzen auf dem Herd. Und diese gesunde, geschmolzene Schokolade schmeckt dann wie herkömmliche Vollmilchschokolade, nur dass sie eben um einiges gesünder ist, ohne Zucker auskommt und unter anderem eben auch das gesunde native Kokosöl beinhaltet. Man könnte dann sowohl die hellen als auch die Schokoladenmuffins mit diesem Schokoladenüberzug überziehen, aber besser würde es sich natürlich für die Schokoladenmuffins eignen. Die hellen Muffins könnte man theoretisch mit einem hellen Guss überziehen. Dazu gibt man einfach den festen Teil von der Bio-Schlagsahne mit etwas pulverisiertem Xylit zusammen und vermischt das und tunkt dann diese hellen Muffins da rein und dann hat man einen hellen Überzug. Ja, und die Glasur könnte man dann hier mit Kokosraspeln bestreuen oder sie eben in die Kokosraspeln tauchen, wie eben gesehen, mit ein wenig Sesamsamen oder auch mit Nüssen. Mit gehackten Nüssen könnte man sie bestreuen. Oder man lässt sie einfach plain, nur mit dem Schokoladenüberzug. Alles ist richtig köstlich. Eine wirklich extrem herrliche Süßigkeit, Maschallah. Wer nicht weiß, dass dies gesunde Donuts sind, würde es auch nicht merken, wenn er sie dann verzehren würde. Ein tolles Dessert, gerade für Anfänger in der ketogenen Ernährung. Mein Video zur ketogenen Ernährung und was es damit auf sich hat, werde ich euch gerne hier oben nochmal verlinken. Was nun noch das gesunde Kokosmehl betrifft, so ist dieses gluten- und phytinfrei. Die Überempfindlichkeit mancher Menschen gegen das in vielen Getreidearten vorkommende Eiweiß, das Gluten, ist kein Wunder, denn in der heute üblichen Form, Qualität und Menge, in der Getreide und Getreideprodukte verzehrt werden, sind sie keineswegs für unsere Gesundheit förderlich. Daher bringt eine Reduzierung des Getreidekonsums eine enorme Erleichterung, nicht nur für empfindliche Verdauungsorgane, sondern für jeden, der die Wichtigkeit eines entlasteten und gesunden Magen-Darm-Traktes zu schätzen weiß. Ganz zu schweigen von der hohen Zuckerlast von herkömmlichem isoliertem Getreide, welches zu Blutzuckerschwankungen und zu einer Insulinresistenz führen kann. Mein Video zur Insulinresistenz und die 12 Anzeichen dieser werde ich euch gerne hier oben nochmal verlinken. Ja, und das Kokosmehl ist eine der ergiebigsten Ballaststoffquellen, welche die Verdauung und die Darmgesundheit fördern, Gifte binden, Blutfettwerte senken und unentbehrlich für die Regulation des Blutzuckerspiegels sind. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.